like I say, was launched in 1944. She was built at Cowes on the Isle of Wight. She was one of 96 emergency-built destroyers during the Second World War. Where she was an emergency-built destroyer, it meant rather than taking approximately 4 years to build a ship, they took approximately 18 months. Build quality wasn't their strong point, hence they had to build so many. As we go around the ship, please be aware of where you're treading. There are lots of things that you can trip over. Also, as we're going up and down some of the staircases, please mind your heads. It's very easy to misjudge the size of the hatch that you're going through. We'll start with the 4.5 inch gun that we've got here. Originally, HMS Cavalier had 4 of these on board. Her armament would have been 4 4.5 inch guns. There were 2 40mm anti-aircraft Bofors guns, and then roughly midships you had some swivelling torpedo tubes. Now the 4.5 inch guns, the ammunition is fed from inside the room that we're going to go into next, and I'll show you how that was done. And the men on board were trained to fire these guns between 12 and 15 times a minute. To put it into perspective, a fully automated modern one will fire one of these approximately 25 times a minute. Although it sounds quite a big difference, when you're manhandling the ammunition, to do it 12 to 15 times a minute is very good going. I have a piece of ammunition in there you can feel the weight of. It'll put it into perspective. Originally, when the ship was launched, there weren't any of these bunks installed. Every single man on board would have been in a hammock. Now, during the war, there would have been 225 men on this ship. After the war, it went down to 190 men. So there's still a lot of men on board. As well as this being a living space, this is also a working space. Like I say, you've got the 2 green ammunition hoists at the front of the compartment there. So the ammunition would come up from the magazine in the depths of the ship. The doors would all be closed. You'll see that there are holes in the doors, and you just pass the ammunition out to the people outside. This curved bulkhead that we've got in the centre of the compartment here is actually supporting the weight of the gun above us. Now, if I can just have a piece of ammunition. Freunde, wir waren gerade auf der HMS Cavalier und habe euch da ein bisschen mitgenommen durch das Schiff. Größer als gut ist auf jeden Fall. Wir waren gerade auch noch zu Dinner, also es gab Fish und Chips, typisch britisch. Haben ein bisschen gequatscht am Tisch. Ich weiß, dass der Andi kein Fisch isst und
Ja, ziemlich beeindruckend. Zu Kriegszeiten waren auf dem Schiff ganze über 200 Mann stationiert. Nach Kriegszeiten waren das dann unter 200, da waren es nur so rund 100. Und zu Kriegsbeginn bzw. zu Kriegszeiten haben sie die Produktion so angeheizt, dass die Produktionsdauer eines solchen Schiffes, der HMS Cavalier, nur 18 Monate dauerte. Der Tourguide hat uns erzählt, dass das dann auch so ein bisschen die Qualität beeinträchtigt hat, und zwar im negativen Sinne. Trotzdem relativ beeindruckend auch die Waffensysteme, die hier schon drauf sind. 1944 ist das Produktionsjahr dieses Schiffes gewesen und hier sind Waffensysteme verbaut, wie beispielsweise C2 Air Rocket Systeme. Das heißt, es waren kleine tatsächlich TV-Guided Missiles, also die Besatzung hat diese Raketen selbst gesteuert und per Proximity dann in die Nähe der Flugzeuge gebracht. Und von dort aus haben sie dann quasi selber das Ziel gefunden, und er hat erklärt, das war relativ schwierig, diesen Raketen dann auszuweichen. Ansonsten, was neu für mich war, kannte ich so noch nicht, waren Waffensysteme gegen U-Boote. Und zwar sind das 2x3 Mörser-Launcher gewesen, die jeweils 6 Patronen, die waren alle gleichzeitig geladen und gleichzeitig abgefeuert, und 6 Mörser wurden dann quasi in die Nähe des U-Bootes geworfen. Und zwar in 2 Dreiecken um das U-Boot herum, sind alle gleichzeitig detoniert und haben so eine Druckwelle auf das U-Boot quasi losgelassen. Und der eigentliche Schaden kam dann nicht durch die Detonation, sondern durch die Druckwelle, die diese Mörsergranaten verursacht haben. Ja, soviel zur HMS Cavalier. Ein paar Infos bringe ich vielleicht noch rein. Und ja, bitte? Offene Brücke. Ja, eine offene Brücke, genau, das ist auch interessant. Mu sagte gerade, der steht hier noch neben dem Andi, der mich gerade filmt. Wir haben auf der HMS Cavalier eine offene Brücke, was eigentlich sogar eine ziemliche Besonderheit ist. Und ein kleiner Nachteil dieser offenen Brücke war, also dieses Schiff, die HMS Cavalier, ist auch in kalten Regionen, in arktischen Regionen eingesetzt gewesen. Und dann wurde es auf dieser Brücke sehr kalt. Kann man sich vorstellen. Also da kann man noch sich so dick einpacken, wie man möchte. Irgendwann friert einem dann schon der Arsch ab. Jetzt wird hier gerade neues Essen geliefert, und zwar Fish and Chips. Die werden gerade von irgendwo, wo sie die zubereiten, aufs Schiff gekarrt. Scheinbar gibt es hier so eine Art Tour, dass man tatsächlich diese Fish and Chips hier isst. Also es war für uns jetzt nichts Spezielles, sondern es war klar einfach mit da drin. Gut, ja, so viel dazu. Sehr beeindruckendes Schiff. Ist ein Zerstörer übrigens, also tatsächlich noch ein etwas kleineres Schiff, aber ja, trotzdem sehr interessant. Bis gleich.